Hallo, heute ist Dienstag, der 30. März 2021. Da sind wir also wieder bei der Themenreihe rund um die toxische Weiblichkeit, wobei die eine toxische Weiblichkeit natürlich wie so oft eine maßlose Vereinfachung darstellt. Ebenso wie bei dem Konterpart der toxischen Maskulinität gibt es auch hier ganz viele verschiedene Ausprägungen und Erscheinungsformen. Aber eins nach dem anderen. Erst einmal kommt die unweigerliche Erklärung, was ich denn zumindest unter toxischer Weiblichkeit verstehe. Grob gesagt handelt es sich um eine Weltanschauung, die die Menschen in zwei Kategorien teilt, nämlich in Frauen und in Männer. Und diese beiden Gruppen haben unterschiedliche Ausgangsbedingungen für ihr Leben. Die Männer haben es leicht und die Frauen haben es schwer. Sehr häufig mit an Bord ist auch so eine latente Abwertung oder gar Feindseligkeit gegenüber Männern oder gegen alles Männliche. Was genau die Gründe sind, warum es Männer denn leicht und Frauen es schwer haben, das hängt jetzt sehr stark davon ab, welche, ich sag jetzt mal, Geschmacksrichtung von toxischer Weiblichkeit hier vorliegt. Im letzten Themenvideo dazu habe ich eine Möglichkeit davon vorgestellt, bei der die Frauen ihre eigene Hilflosigkeit besonders stark empfunden und die Männer in der Rolle des Aggressors wieder erkannt haben. Heute möchte ich eine weitere, aber ganz andere Richtung einschlagen. Das ist auch eine Form von toxischer Weiblichkeit, die allerdings mehr so in die Geschmacksrichtung, ich sag mal, ambitionierte Powerfrau hineinpasst. Auch diese Beschreibungen entlehne ich eigenen Erfahrungen, Beobachtungen, gesellschaftlichen Entwicklungen und so einem generellen Gesamteindruck. Das Ganze ist also keine Wissenschaft, habe ich ja ganz am Anfang schon mal gesagt. Die Begriffe toxische Maskulinität bzw. Weiblichkeit sind selbst ja auch keine wissenschaftlichen Beschreibungen, sondern nur so Bezeichnungen für gesellschaftliche Phänomene. Aber wie immer bei dieser Art von Videos, hier zuerst noch die Triggerwarnung. In diesem Video werde ich wieder entwertende Sprache einsetzen, sexualisierte und emotionale Gewalt thematisieren und Aussagen tätigen, die eventuell als Hassrede gewertet werden könnten. Wenn es euch mit diesen Themen also nicht gut geht, schaut bitte besser nicht weiter. Die bisherigen Videos zur toxischen Weiblichkeit starteten ja immer bei der Emanzipation der Frau aus der Bevormundung durch den Mann. Nehmen wir diese Passage der Geschichte nun mal als gegeben hin. Die rechtliche Gleichstellung der Frau ist nun aber keineswegs der Schlussstein der Gleichberechtigung, vielmehr ist es der Startschuss. Es ist der Moment, in dem endlich die Hälfte aller Mitspieler dieselbe Anzahl von Karten bekommt und dasselbe Regelwerk benutzen darf. Frauen dürfen nun endlich richtig mitspielen, aber in höhere Positionen gespielt haben sie sich in diesem Moment noch nicht. An genau dieser Stelle hat die Powerfrau ihren Auftritt. Sie lässt sich eben nicht von den Ungerechtigkeiten der Vergangenheit einschüchtern, sondern konzentriert sich schlicht und ergreifend darauf, nun genau das zu tun, was Männer auch die ganze Zeit tun und sich nicht mehr darauf auszuruhen, dass sie ja eine Frau ist und das nicht könnte und so weiter. Nein, Frauen können ebenso klug, tollkühn, zukunftsorientiert, strategisch, kreativ und all das andere sein, womit Männer ebenso ihr Glück machen. Wenn sie sich in diesem Terrain hinaufwagen, müssen sie auch ebenso ranklotzen und dürfen nicht darauf warten, dass ihnen jemand den Erfolg auf dem silbernen Tablett präsentiert. Heißt also konkret, das mit der Selbstverantwortung, mit dem Starksein und all den Sachen, von denen ich in der Vergangenheit schon mal erzählt habe, die kommen hier wieder ins Spiel. Allgemein gibt es sehr viele Parallelen zwischen der Philosophie, die ich heute beschreibe, und der Philosophie der toxischen Maskulinität. Aus dem Grund werde ich immer wieder auf die vergangenen Videos referenzieren. In der oberen rechten Bildschirmecke findet ihr immer kleine Hinweise, welches Schlagwort in welchem Video schon mal besprochen wurde. Nun fangen die Frauen also an mitzuspielen. Hi Boys! Aber aller Anfang ist nun mal schwer. So sind auch die Frauen anfangs erst einmal noch ganz unten. Und unabhängig davon, wohin sie streben, werden sie durch Korridore wandern, die voller Männer sind, die sie anfangs für die Sekretärin halten oder die sie Kaffee holen schicken. Sie werden die erste oder zumindest eine der ersten Frauen sein, die sich in diesem Männermetier behaupten müssen. Und das ist am Anfang so ziemlich alles, was nicht mit Kinderbetreuung oder Hausarbeit zu tun hat, sondern wo es um Karriere geht. Auch wenn sie sich noch so viel Mühe geben, vor allem durch ihre Fähigkeiten zu glänzen, ihr Geschlecht ist so herausstechend, dass diese Eigenschaft erst einmal alles andere an ihnen in den Hintergrund drängt. Und das lässt sie ihre Umgebung auch wissen. Miss Harmon, was sagen Sie den Leuten im Schachverband, die behaupten,
Sie seien zu glamourös für einen ernsthaften Schachspieler. Dabei geht es der aufstrebenden Weiblichkeit doch vor allem am Anfang darum, nicht aufzufallen, sondern hineinzupassen und dazuzugehören in die Kreise der Macher, der Entscheidungsträger und was zu sagen habe. Als Mitarbeiterin, die dazu auch etwas beitragen können und deswegen genauso gehört werden dürfen. Sie besuchen nun auch Schulungen und studieren, sie lernen, scheitern und eignen sich Erfahrungen an, um als ebenso kompetent anerkannt zu werden. Du lässt dich nie unterkriegen. Was soll das bringen? Das entspricht so gar nicht dem Stereotypenbild, was man sonst so mit Frauen in Verbindung bringt. Dennoch wird eben jenes Frauenbild trotz all ihres Bemühens immer wieder über sie drüber projiziert. Das Bild eines nicht sehr kompetenten, schwachen, unterwürfigen Liebchens, das lieber im Schatten ihres Mannes steht, anstatt selbst weitreichende Entscheidungen zu treffen. Jede Frau, die dann tatsächlich so ist, verstärkt diese Projektion ein weiteres Mal und gibt denen Recht, die das Bild auf sie drauf projizieren. Siehst du? Immer behauptest du, das wären Übertreibungen. Aber guck, Frauen sind tatsächlich so. I suppose if someone could teach sign language to Coco the gorilla, I could teach you some rudimentary physics. Great! It's a little insulting, but great! I'll be Coco. Während die Powerfrauen also an der Front versuchen, ein neues, modernes Frauenbild zu verkörpern, schwelt in ihnen eine unterschwellige Aggression gegen all die Barbies und Muttis, die genau das tun, was die Klischee-Mottenkiste zu bieten hat, die emotional und redselig sind, die von jedem kleinen Scheiß immer gleich super verletzt sind, die Schuhe shoppen, von Physik keine Peilung haben, Pink über alles lieben oder schlecht im Einparken sind. All diese Frauen lassen die naturwissenschaftlich begabten, selbstständigen Karrierefrauen ohne Beauty-Fable immer wieder kalt auflaufen. Sie alle sind Dünger für ein Klischee, das einfach nicht totzukriegen ist. Wenn das Klischee nicht weichen möchte, hilft nur, sich von diesem Klischee so weit wie möglich zu distanzieren. So wenig stereotyp sein wie nur irgend möglich. Cool bleiben, nicht weinen, sich nicht von Emotionen steuern lassen und sich am besten noch über die hirnlosen, Make-up übersättigten Mädchen lustig machen. Im Englischen nennt man das übrigens Slut-Shaming. Und diese ganzen Klacker küssen ihr die Füße. Die wer? Die heißen Klacker, weil sie mit ihren Stöckelschuhen unten in der Marmorhalle solche Geräusche machen. Klack, 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 klack. Auf Social-Media-Plattformen hat das sogar zur Entstehung eines neuen Klischees geführt, die nicht so wie die anderen Mädchen. Ein Klischee, das letztlich zu der ursprünglich bekämpften Behauptung zurückführt, nämlich, dass Frauen doch irgendwie wieder alle gleich sind. Willkommen in der Matrix. Einfach ist also was anderes. Frauen müssen sich ordentlich drehen, wenn sie vorankommen wollen. Dessen noch nicht genug stecken Männer noch immer so stark in ihrer Rolle des Alleinernährers fest, dass für häusliche Pflichten bei ihnen keine Zeit bleibt. Wenn zu Hause also gekocht, geputzt oder Wäsche gewaschen werden muss, übernimmt das dann doch größtenteils immer noch die Frau. Auch die Kinderbetreuung fällt, vor allem in den anfänglichen Jahren, eindeutig in ihr Metier. Männer, die mit diesem Lebensbereich nicht in Berührung kommen, die sehen sich auch gar nicht dafür verantwortlich und bemerken im schlimmsten Fall nicht einmal, dass es sich dabei überhaupt um viel Arbeit handeln könnte. Es ist heutzutage für eine Frau gar nicht mehr so leicht, einen modernen Privathaushalt zu leiten. Und da habe ich mir vorgenommen, dass ich zu deiner Entlastung Vorstands, also Leiter dass ich in Zukunft die Verantwortung für den Haushalt übernehme. Ja, mein Schatz. Zu all den Aufgaben kommt die Karriere also als weitere Verantwortung schlicht noch hinzu, was ja auch ihre freie Entscheidung ist. Damit hat sie aber gleich 3 völlig unterschiedliche Disziplinen, in denen sie Leistung erbringen muss und auch versagen kann, während sie selbstverständlich noch ganz nebenbei ihr äußeres Erscheinungsbild im Blick behält. Klar, es genügt also, wenn sie eine der Disziplinen nicht richtig erfüllt und schon hat sie nach Auffassung anderer als ganze Person versagt. Dann ist sie eine schlechte Mitarbeiterin, eine schlechte Mutter oder gleich eine schlechte Frau. Sie muss ihre Arbeit managen, sich um den Haushalt kümmern, sie bringt auch die Kinder unter einen Hut und sieht sogar noch gepflegt dabei aus. Nur solange sie nicht auch noch herausragend in einer dieser Disziplinen ist, wird ihr diese Mehrfachleistung noch nicht einmal angerechnet. Das ist dann einfach selbstverständlich. Selbst wenn sie sich in ihrem Beruf wirklich unter Beweis gestellt hat, reicht das allein immer noch nicht aus. Sie muss sich den Preis für ihre Leistung auch einfordern. Selbstverständlich nach dem geltenden Regelwerk der Männer. Wenn Sie eine Gehaltserhöhung wollen, ist jetzt kein schlechter Zeitpunkt.
Sie dürfen aber nicht so furchtsam sein. Sie haben präsentiert wie ein Mann, jetzt benehmen Sie sich wie einer. Nur zu sehr darf sie es auch nicht übertreiben mit ihrer maskulinen Ernsthaftigkeit, sonst erscheint sie zu spröde, zu anmaßend. Das kann ja schnell als arrogant ausgelegt werden und das ist eine Todsünde, weil sie sich damit über die anderen, also eben auch über die Männer, erhebt. Sie muss Kompetenz ausstrahlen, aber über sich immer noch so eine Handbreit Platz lassen. Auch wenn reihenweise Männer davon überzeugt sind, dass genau dort ihr natürliches Habitat liegt und egal um was es geht, sie den Frauen grundsätzlich überlegen sind. Es wird immer Männer geben, die dir was beibringen wollen. Das macht sie kein bisschen klüger. Meistens jedenfalls nicht. Aber sie fühlen sich so größer. Auch dafür gibt es wieder einen schmissigen englischen Begriff, Mansplaining. Aber das muss sie halt aushalten. Hauptsache, sie selbst maßt sich nicht eine solche Arroganz an oder schlimmer noch, Aggressivität. Frauen und Aggressionen, das geht einfach nicht zusammen, hatte ich ja im letzten Video schon mal ausgeführt. Mit solch einem Auftreten würde sie höchstens eine glaubhafte Verkörperung der eigenen übel gelaunten Schwiegermutter darstellen. Ein Sympathiegarant. Na toll, jetzt doch noch die Streitaxt aus der Marktforschung. Mr. Draper, Mr. Romano, Sie beide wirken auf mich entspannter als erwartet. Haben Sie irgendeine Überraschung für die Tabakleute? Der weibliche Liebreiz darf also nicht abhanden kommen. Wenn dieser allerdings zu stark zur Geltung kommt, dann ist das auch wieder nicht gut, weil dann kommt höchstens der Verdacht auf, dass sie ihre Position mit schlüpfrigen Mitteln erreichen will. Oder die Hoffnung, je nachdem. You know, we get a lot of detectives here, but I must say I can't ever remember one as attractive. I graduated from UVA, doctor. It is not a charm school. Good, then you should be able to remember the rules. Ihr seht also, hier muss schon ein gewisser Standard eingehalten werden. Starke oder coole Frauen, die können nicht einfach stark oder cool sein. Sie müssten das auf die richtige Weise tun. Sie dürfen den Betrachter nicht in eine ungemütliche Situation bringen. Sie müssen dabei immer gefällig bleiben. Ach so, und schon gar nicht sollten sie dabei zu gewollt oder forciert rüberkommen, so als würden sie sich selbst zu ernst nehmen oder jetzt voll anstrengen, dass das auch cool ist, was sie gerade machen. Das lädt dann eher zum Fremdscham ein. Weißt du, wer ich bin? Weißt du, wer ich bin? Weißt du, wer ich bin? Man nennt mich Huntress. Also, wie ein Mann auftreten, aber dabei nicht gleich wie ein Mann auftreten. Auch nicht zu weiblich. Aber schon alles in allem begehrenswert. Aber auch nicht den Eindruck erwecken, dass das jetzt irgendwie anstrengend sei. Die Frau sollte dabei also ganz natürlich bleiben. Es genügt also völlig, wenn sie von Natur aus schlicht perfekt ist. Also Frauen, an die eine solch geringfügige Anforderung gestellt werden, wenn die dann eine Familie gründen, das kann ja nur eine tiefenentspannte Sache werden. Wenn also Perfektion die Mindestanforderung für sich selbst ist, dann geht sie bestimmt sehr konstruktiv mit ihren eigenen Fehlern um und hat bestimmt ganz viel Verständnis für die Makel ihrer Kinder. I was going to do everything in my power to be so successful that my parents could never control me again. Der Nachwuchs einer solchen Frau kann schon mal mit Extraeinheiten Eigenverantwortung, Leistung und Selbstoptimierung rechnen. Und zwar unabhängig vom Geschlecht der Kinder. Bei den Mädchen dieser Mütter kann also keine Rede mehr davon sein, dass sie in Watte gepackt werden, dass sie mit Verständnis für ihr Innenleben überschüttet werden oder ihnen die Flucht in die kindliche Regression offen steht. Auch mit Weinen oder Emotionen sieht's düster aus bei einer Mutter, die sich selbst ihre eigene Verletzlichkeit mit eiserner Härte genauso wie die Männer abtrainiert hat. In an insane world, it was the sanest choice. Diese Kinder realisieren am direkten Vorbild, dass sie es sich schlicht nicht leisten können, sich von anderen aushalten zu lassen. Leistung wird auch ihr Credo. Und die heute lebenden Leute sind ja zum Teil schon die erste oder zweite Kindsgeneration der hier geschilderten Frauen. Inzwischen ist es längst nicht mehr so, dass Frauen völlig unbeschwert ihren Schmerz herausweinen können. Die schämen sich größtenteils inzwischen genauso dafür, wenn ihnen die Tränen kommen oder sie verletzlich wirken. Ein schönes Bündel Neurosen also, die diese Kinder dann später beim Psychiater beackern dürfen. Sicher könnt ihr euch jetzt schon denken, wer dann die Schuld daran bekommt, wenn es darum geht, wer die Kinder denn eigentlich so verhunzt hat. Klar,
Die Mutter natürlich. So you don't know what real motherfucking women do. Real motherfucking women sacrifice. I should have aborted your motherfucking ass. Gut, ich denke, beim heutigen Beispiel ist es nicht besonders schwierig zu erkennen, an welcher Stelle die Abwertung ins Spiel kommt. Diese Gruppe Frauen sah sich also einer Vielzahl verschiedenster Anforderungen gegenüber und hat sich all denen angepasst, wie sich Männer an die beruflichen Anforderungen ja auch anpassen mussten. Nur sie erfüllt nicht nur diese Rolle, sie erfüllt sogar mehrere Rollen auf einen Schlag. Damit muss sie mehr Anforderungen erfüllen als die Männer, die sich lediglich auf ihre Karriere fokussieren. Noch dazu wird ihr als Frau die Kompetenz so wenig zugetraut, dass sie umso mehr können muss, um lediglich ebenso ernst genommen zu werden wie ein Mann. Da kann man schon mal abschätzige Blicke zu den Kollegen werfen. Wenn die Männer nur ein Jahr als Frau leben müssten, sie würden eingehen wie die Primeln. Wem sagst du das? Als weibliche Fachkraft wird man in etwa so ernst genommen wie ein Kerl, der ein paar rosarote Hasenohren auf dem Kopf trägt. Wenn du es in der Aufmachung schaffst, noch einen letzten Rest Würde und Souveränität auszustrahlen, dann hast du es geschafft. Dann spielst du in der Lady-Liga. Im Grunde können wir von den Errungenschaften der Männer pauschal 10% abziehen. Hasenohren-Tribut. All der alltägliche Kampf nützt also nichts, wenn ihre Leistungen ignoriert werden oder auf die Frauen stattdessen weiter das Bild projiziert wird, gegen das sie eigentlich mit allen Kräften kämpfen, nämlich das Bild, dass sie nur auf Privilegien aus sind, ohne die dafür notwendigen Leistungen zu erbringen. Letztlich kämpfen sie darum, von jemandem gesehen zu werden, der überhaupt nicht sehen will. Und das auch überhaupt nicht muss. Was uns ironischerweise direkt zu dem männlichen Privileg führt. Männer haben diese Regeln geformt, nach ihren eigenen Vorstellungen. Die Regeln entsprechen also ihrem Denken. Ihr Denken entspricht also den Regeln. Wenn andere dem widersprechen, liegen sie falsch. Diese Ignoranz ist das Privileg derer, für die die Welt erbaut worden ist. Was interessiert die schon das Geschwätz der Statisten im Hintergrund? Gerade Männer, die sehr von sich selbst eingenommen sind, die inszenieren sich gern mal wie der Self-Made Millionär, der alles im Leben aus eigener Kraft geschafft hat. Selbst wenn im Hintergrund jede Menge Menschen unsichtbar mitgewirkt haben. So, das wird sich alles von ganz allein regeln. Nein, das regelt sich nicht von allein. Es gibt Menschen, die das für dich regeln und du denkst, es regelt sich von allein. Wenn andere sich dann über äußere Umstände beklagen, fordert ein solcher Mann sie nur forsch dazu auf, nicht so herumzuheulen. Er hätte schließlich auch nicht darauf gewartet, dass man ihm den roten Teppich ausrollt, sondern er hätte selbst angepackt und losgelegt. Ihm ist einfach nicht bewusst, wie viele Dinge in seinem Leben völlig selbstverständlich sind, aber die andere Menschen schlichtweg nicht haben. Die Krönung des Feindbildes der Powerfrauen stellt gewissermaßen der weiße, heterosexuelle Cis-Mann dar. Diese Auflistung an Eigenschaften soll verdeutlichen, dieser Mensch gehört in einer ganzen Reihe von zentralen Eigenheiten der Gruppe an, die genau solche Privilegien als selbstverständlich ansehen. Die jeweilige Gegengruppe hat diese Selbstverständlichkeiten aber nicht. Welch ein Hochvergnügen stellt es dann für die Powerfrauen dar, wenn den Herren ihre Ignoranz einfach mal unter die Nase gerieben wird. Auf einmal wird von den Privilegierten erwartet, was sie selbst mit größter Selbstverständlichkeit von anderen einfordern. Vom Thron der Deutungshoheit herabsteigen und einsehen, dass es auch noch andere Perspektiven gibt. Wie? Neben Heterosexualität sollen an Schulen auch noch andere mögliche Lebensformen besprochen werden? Skandal, wir werden total unterdrückt. Ich soll bei einer Anrede die weibliche Form extra aussprechen oder sogar dieses Gender Gap? Revolte! Davon fühle ich mich überhaupt nicht mehr angesprochen. Gab es einen bestimmten Grund, warum alle Hauptfiguren in diesem Film Frauen sind? Nicht? Unfair, damit kann ich mich überhaupt nicht identifizieren. Auf dem Werbeplakat da haben die Hälfte der dargestellten Leute eine andere Hautfarbe als ich. Wehrt euch! Wir grünen Dinos werden von der Landkarte gefegt! Auch wenn den Frauen das ständige Anpassen an die Anforderungen von außen zu schaffen macht, es bringt ihnen auch eine Erkenntnis. Man lernt, wie die anderen ticken und sieht auch Seiten an ihnen, die diese selber lieber nicht sehen wollen. Gerade die Männer, die sich ganz besonders deutlich von dieser windelweichen Weinerlichkeit distanzieren, die erweisen sich bei näherer Betrachtung als umso schwächer und bedürftiger. Sie brauchen eine Umgebung mit viel emotionaler Verbundenheit, Geborgenheit, Sicherheit, wie zu der Zeit, als sie selbst noch Kinder waren, als die Welt noch in Ordnung war. Jede Weiterentwicklung, jede Veränderung muss dann unbedingt unterbunden werden, sonst ist es ja schon nicht mehr so wie früher.
Die Gesellschaft muss an der Progression gehindert werden. Das Gegenteil von Progression ist übrigens Regression. Das ist seine wahre Tragik. Weil er es selbst nicht eingestehen kann, schwach und bedürftig zu sein, zwingt er die Welt um sich herum, sich schützend um ihn zu schmiegen, sodass er sich gar nicht mehr schwach und bedürftig fühlen muss. Wir lieben dich. Und ab. Die Geschmacksrichtung von toxischer Weiblichkeit, die ich heute vorgestellt habe, ist also eine ganz andere als die im letzten Video. Hier werden die Rollen zwischen Frau und Mann erneut scharf aufgeteilt, aber diesmal nicht in schutzloses Opfer und wehrloser Versorger. Stattdessen nimmt die Frau selbst die Rolle der Versorgerin und der Kämpferin an und verlangt, als solche auch anerkannt zu werden. Solange ihr diese Anerkennung versagt wird, legt sie sich noch mehr ins Zeug und hat sich irgendwann so geschliffen, dass sie sich den Männern schlichtweg überlegen sieht. Auf diese blickt sie dann herab, weil sie mit zusätzlichem Handicap namens Unterschätzung gekämpft hat, während die Männer andauernd Freirunden geschmissen bekommen haben. Damit nicht genug, geht die Arbeit der Frau daheim nahtlos weiter. Sie sind auch diejenigen, die im Privatleben soziale Kontakte pflegen, die Familie beisammenhalten und ein lebenswertes Umfeld aufrechterhalten. Also auch soziale Kompetenzen gehören eindeutig zu ihrem Fähigkeitenrepertoire, während Männer von der Arbeit heimkommen und denken, ihre Schuldigkeit getan zu haben. Im Grunde sind die Frauen die wahren Kraftwerke der Gesellschaft. Aus feministischer Sicht sind sie natürlich echte Zugpferde. Sie packen an, sie ziehen durch und treiben eine Bewegung voran, von der sie überzeugt sind. Wenn sie gut sind, können sie es tatsächlich schaffen, an den Ungerechtigkeiten zu rütteln, von denen sie und die anderen so gebeutelt werden. Gleichzeitig beweisen sie durch ihren puren Lebensstil, wozu Frauen alles fähig sein können. Für diejenigen aus der hilflosen Ecke sind sie leuchtendes Vorbild, aber auch Schreckgespenst in einem. Diesen hilflosen Frauen zeigt sie nämlich auf, wo diese selbst zu ihrer eigenen Misere beitragen und erinnern sie an ihre Eigenverantwortung. Das kann schon mal ätzend sein. Widerspruch ist nicht einfach, wenn eine Frau vom Zuspruch oder der Gunst eines Mannes abhängig ist. Vielleicht riskiert sie durch entschiedenes Widersetzen gute Beziehungen, vielleicht sogar den eigenen Arbeitsplatz. Aber, und genau dieser Punkt wird vom Hashtag Feministinnen übersehen, es war noch nie einfach, Selbstbestimmung nicht nur zu fordern, sondern auch konkret zu leben. Die Geschichte wäre keinen Deut vorangekommen, wenn Menschen sich zu allen Zeiten mit dem Argument gerechtfertigt hätten, dass sie, würden sie sich wehren, Einbußen zu befürchten hätten. So funktioniert kein Fortschritt und so funktioniert auch keine selbstbewusste Weiblichkeit. Auf der anderen Seite könnte man ihnen aber auch zur Last legen, dass sie letztlich zwar die Hierarchieebenen der Männerbünde erklimmen, aber auf diese Weise die Spielregeln der Männer auch mitmachen. Es sei denn, sie sind irgendwie so weit oben, dass sie die Macht haben, die Regeln zu ändern. Aber bis es soweit ist, könnte es im schlimmsten Fall sein, dass sie sich in genau das verwandeln, was eigentlich auf ihrer Not-to-Do-Liste steht, nämlich in rücksichtslose Ellbogencharaktere, die andere, auch Frauen, vor allem als Konkurrentinnen begreifen und bekämpfen, die ihre eigenen Leistungen als ausschließlich ihren Verdienst ansehen und jede Verletzlichkeit in sich so weit niedergerungen haben, dass sie auch für die Grenzen anderer blind werden. Die Frau selbst begehrt in dieser Sichtweise nicht. Ihre Sexualität erschöpft sich darin, den Mann entweder abzuwehren oder ihm bis zur Selbstaufgabe zu gefallen. Ein klar artikulierter Wille oder Unwille, gar ein offensiver Widerstand gegen männliche Avancen wird einer erwachsenen Frau nicht grundsätzlich zugetraut. Auch bei verbalen Übertretungen besteht ihre einzige Chance in der Lesart des heutigen Feminismus darin, sich allenfalls hinterher zu beklagen, was ihr dann von Bewegungen wie #Aufschrei oder #MeToo als grandioser emanzipatorischer Akt angerechnet wird. Mal wieder sehen wir hier, wie die Entwicklungen, die Motive und Schlussfolgerungen in sich schon eine gewisse Logik haben. Das Ergebnis ist und bleibt aber trotzdem toxisch, weil halt andere Menschen pauschal vorverurteilt und verletzt werden. Und wie in allen anderen themenverwandten Videos wiederhole ich auch hier nochmal, diese Muster, die ich heute beschrieben habe, die passen natürlich sehr gut zu der Erlebniswelt einer Frau und es ergibt durchaus Sinn, dass Frauen solch ein Weltbild entwickeln. Dennoch kann so ein Schema auch jede andere Person entwickeln. Schließlich ist das Geschlecht ja nicht die einzige Kategorie, in der es eine mächtige Seite und einen Außenseiter oder wo es ein Kompetenzgefälle gibt.
In vielen anderen Kategorien können auch Frauen zu den Privilegierten gehören, Männer zu den Benachteiligten oder beide auf derselben Seite stehen. Wie körperliche Gesundheit zum Beispiel oder Religion, Ethnizität, soziale Schicht etc. Und damit es noch ein bisschen verwirrender wird, wir Menschen als komplexe Wesen, wir sind ja meist eine bunte Mischung aus verschiedenen Motiven. In unseren Lösungsstrategien bleiben wir nicht immer sortenrein. In manchen Themen begeben wir uns vielleicht gern mal in so eine Opferhaltung, wie ich es im letzten Video beschrieben habe, und ein andermal sind wir im Power-Modus wie heute. Zumindest bei mir kann ich durchaus solche Mixturen bestätigen. Ja gut, dann mache ich für heute mal den Sack zu. Für nächstes Mal habe ich noch einen weiteren Typ der toxischen Weiblichkeit geplant. Der wird allerdings ehrlich gesagt ziemlich schwierig, aber ich hoffe trotzdem, dass ich das irgendwie hinkriege, diesen Typus ein bisschen zu charakterisieren. Hoffentlich fandet ihr das heutige Video interessant. Lasst doch gerne eure Meinung da und dann verbleibe ich euch bis zum nächsten Mal mit kraftvollen Grüßen. Euer Katerschnurz.